Cheops hat den Thron bestiegen, und wie dies die Seher von Horus und Re vorhergesagt haben, stöhnt unser Volk bereits jetzt unter seiner Tyrannei. Cheops hat die Entsendung eines königlichen Gouverneurs nach Yunit befohlen, um unser Land gegen eindringende Kuschiter zu verteidigen. Yunit kann eine kleine Fischereiwirtschaft unterhalten, was die Siedlung eine Zeit lang ernähren dürfte. Wenn die Kuschiter jedoch auf dem Seeweg einfallen, kann der Fluss für Fischerboote gefährlich werden. Möglicherweise sollten dann die Ufergebiete besser zur Unterstützung einer Flotte von Kriegsschiffen eingesetzt werden. Sollte die Nahrung knapp werden, können sie auch Rinder mästen, um Fleisch zu bekommen. Allerdings benötigen die Herden viel Stroh, und das ist in diesem Land nur schwer zu bekommen. Sie sollten daher andere Städte ausfindig machen, von denen sie Stroh erhalten können, das sie außerdem auch zur Herstellung von Ziegeln für ihre Mastaba benötigen. Die Stadt Byblos im Libanon, dem Land der Zedern, hat begonnen, mit den mächtigen Imperien des Ostens Handel zu treiben. Dabei handelt es sich um Assyrien und Ur, die zwischen den beiden großen Flüssen in dem Land liegen, das man Mesopotamien nennt. Feinstes Elfenbein aus diesen Orten können sie über Byblos erwerben. Mit dem Eintreffen solch seltener, exotischer Luxuswaren wird Yunit gewiss aufblühen. In der Hauptstadt erfreut sich Senet, ein neues Brettspiel bei den Ägyptern, immer größere Beliebtheit. Dazu trifft man sich meist in einem öffentlichen Gebäude, dem sogenannten Senet-Haus, und lässt sich dabei einen Krug Bier munden. An solchen Orten vergessen die Menschen von Yunit vorübergehend die Tyrannei des Cheops. Der Pharao hat befohlen, dass unzählige Steinbrüche in On, das im Deltagebiet liegt, eingerichtet werden sollen, um einen riesigen Vorrat herrlichen weißen Kalksteins zu fördern. Nur die Götter wissen, was er damit vorhaben mag. Gerüchten zufolge plant er ein monumentales Bauprojekt auf dem Plateau vor Rostia, um anmaßenderweise den Ruhm seines Vaters zu übertreffen, den dieser weise und gütige Herrscher durch den Bau seiner beiden herrlichen Pyramiden erworben hat. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Yunit, die Verteidigung Ägyptens. Cheops hat die Nachfolge seines Vaters Snofru als Pharao angetreten und wie die Priester des Horus vorhergesehen haben, stöhnt jetzt schon das Volk unter seiner Tyrannei. Er schickt uns nach Yunit, wo wir eine Verteidigung gegen die einfallenden Kuschiter errichten müssen. Dabei soll unsere Stadt eine Bevölkerung von 4000 Einwohner aufweisen, eine Wohlstandswertung von 30, eine Königreichwertung von 65, eine Kulturwertung von 30 und eine Monumentwertung von 9 sind dabei zu erreichen. Wie erwähnt, werden die Kuschiter uns wahrscheinlich über den Seeweg angreifen, sodass wir eine Seekriegsflotte aufbauen müssen. Das Holz dazu können wir über Byblos importieren. Byblos hat Handelsbeziehungen zu den Völkern in Mesopotamien aufgebaut, wo exotische Luxuswaren nun importiert werden können. Zudem wird das Brettspiel Senet im Land immer populärer. Das heißt, dass wir jetzt auch unser Senet-Haus errichten können. Und es gibt einen Verweis auf die Stadt On, die wir als Kampagne ebenfalls bestreiten. Ja, dann schauen wir doch mal direkt in die Karte. Der Nil zerteilt hier unsere Karte in 4 unterschiedlich großen Landmassen, wobei jetzt hier die westliche die größte ist. Hier haben wir auch Gesteinsformationen, wo wir Kupfer und oder Gold abbauen können. Ja, und hier auf der kleinen östlichen Landmasse haben wir ebenfalls nochmal eine Gesteinsformation und hier können wir auch Gold und oder Kupfer abbauen. Ja, wir haben hier überall kleine Bereiche mit fruchtbaren Nilschlamm und hier sehen wir die Fischgründe. Dann schauen wir mal direkt, was wir produzieren können. Wir können Fleisch und Fisch produzieren. Weitere landwirtschaftliche Produkte können wir nicht herstellen. An Rohmaterial haben wir Ton, Kalk, Granit, Gold und Kupfer. Und herstellen können wir Geschirr, Bier und Ziegel.
Ja, Gerste, Bier, Leinen und Papyrus müssen wir importieren. Schauen wir mal, mit wem wir Handel treiben können. Unit ist hier am Mittellauf des Nils und weiter südlich haben wir Wuhen. Wuhen verkauft uns größere Mengen Gerste und Bier, kauft bei uns jede Menge Granit, Kupfer und Holz in größeren Mengen. Die Oase Slime verkauft uns größere Mengen Luxuswaren und Holz, kauft bei uns Ton, Geschirr, Bier, Leinen, Papyrus und Kupfer in größeren Mengen. Noch weiter im Süden haben wir Kerma. Kerma verkauft uns größere Mengen Luxuswaren, kauft bei uns Leinen und Luxuswaren ebenfalls in größeren Mengen. Ganz weit im Norden haben wir Dashur. Dashur verkauft uns jede Menge Stroh, Gerste, Bier und Kalkstein in größeren Mengen. Kauft bei uns Ziegel, Edelsteine, einfachen Stein und Granit in größeren Mengen. Und an der östlichen Mittelmeerküste haben wir Byblos. Byblos verkauft uns größere Mengen Luxuswaren, Holz und Kupfer und kauft bei uns größere Mengen Edelsteine. Unser Hauptexport wird Kupfer sein. Wir könnten zwar auch jede Menge Granit verkaufen, allerdings habe ich festgestellt, dass der Verkauf dieser Baustoffe nicht ganz so lukrativ ist. Und gerade hier auf dieser Karte sind die Wege zu den Handelshäfen und auch die Wege, die unsere Handelspartner der Landhandelsrouten gehen müssen, recht weit, um den Handel durchzuführen. Von daher lohnt sich der Export von Granit nicht wirklich. Wir können später noch Geschirr zusätzlich verkaufen. Ja, und Papyrus und Leinen können wir überhaupt nicht importieren. Das heißt, dass unsere Wohngebäude sich auch nur bis zu den geräumigen Wohnhäusern entwickeln können. Aber vielleicht ergibt sich im Laufe der Kampagne ja ein neuer Handelspartner und somit eine neue Handelsroute. Wir haben 3 Gottheiten, die wir huldigen müssen. Re, Seth und Bast, wobei Bast unser Schutzgott ist. Wir haben 16 Blöcke Granit als Grabbeigaben zu liefern. Und zu bauen haben wir eine kleine Mastaba. Was ist nun der Plan? Hier auf der großen westlichen Landmasse können wir mindestens 2 größere Wohngebiete entwickeln lassen. Und wir werden hier diese Vorkommen für unsere Goldminen nutzen. Wir müssen alle Landteile hier mit Fährhäfen verbinden. Denn hier ist die Straße, wo unsere neuen Bürger und auch unsere Händler von den Landrouten unsere Stadt erreichen können. Das heißt aber auch, dass wir auf jeder unserer kleinen Landmassen Siedlungen errichten müssen, damit unsere Fährhäfen auch Mitarbeiter haben. Später werden wir hier an diesem kleinen Vorkommen ausschließlich Kupfer abbauen und diesen dann hier exportieren. Ja, und hier an diesen langen Uferlinien werden wir unsere Kriegshäfen errichten. Ich gehe davon aus, dass wir nur Kriegshäfen benötigen. Gegebenenfalls werden wir noch ein Heer ausbilden. Ja, so viel zum Plan. Beginnen wir nun mit dem Bau unserer Stadt Unit. Ja, und als erstes müssen wir natürlich erstmal die Fährhäfen errichten. Und wir müssen tatsächlich hier an jeder Landmasse einen Fährhafen errichten. So, hier haben wir schon mal die Verbindung von dieser Straße aus. Dann geht es hier weiter. So, und dann noch hier. So. Und hier können wir, glaube ich, keine Fährhäfen errichten. Nein, hier baut sich nichts auf. Das ist natürlich super schade. So müssen unsere Siedler und auch unsere Händler der Landrouten hier wirklich diesen weiten Weg gehen, um letztendlich hier hinzukommen. Daher werde ich wohl hier eher unseren Handelspunkt errichten, damit die Wege nicht ganz so weit sind. Und dann lohnt sich tatsächlich hier das Kupfer abzubauen, damit die Wege für den Handel nicht ganz so weit sind. Wir werden dann tatsächlich hier diese Vorkommen nur für Goldminen nutzen. Ja, und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Bau unserer ersten Wohngebiete.
So, wir haben wieder 2 Wohngebiete konzipiert und wieder haben wir hier passgenau unser Format einbetten können. Hier schafften wir das nicht mit dem doppelten Straßenaußenring, aber hier klappte das sehr gut. Dieses hier ist etwas größer, da wir hier etwas mehr Platz hatten. Ja, positionieren wir schon mal unsere Unterhaltungseinrichtungen. Hier kommt der Musikpavillon hin und hier der Pavillon. Den bauen wir direkt. So. Ja, und hier machen wir das gleiche. Hier kommt der Musikpavillon hin. Und hier der Pavillon. Nee, das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Warum seht ihr, wenn ich ihn jetzt baue? Ich habe hier eine lange Straße und ich müsste hier das alles hier entsprechend mit Sperren versehen. Nämlich so. Damit hier keiner entsprechend raus kann. Ja, und hier dieser Loop wäre natürlich dann gestört. Von daher ist diese Art des Pavillons nicht so günstig. Wir errichten ihn dann so. Und dann habe ich wieder nur eine Sperre, die wir bauen müssen. Wie gesagt, da immer drauf achten. Gut, parzellieren wir jetzt mal hier. So, hier parzellieren wir auch mal so einen großen Teil. Und natürlich müssen wir die Basics wieder mal bauen. Zisterne und natürlich die Sicherheitseinrichtungen. Ja, und wir müssen jetzt warten, bis unsere ersten Siedler den weiten Weg über die ganzen Fährhäfen hier zu unseren Wohngebieten geschafft haben. Wir erleichtern das mal, indem wir jetzt wirklich mal die Geschwindigkeit wieder auf 70% stellen. Ja, da sind sie und wandern nun in unsere Stadt ein. Wir vergeben wieder unsere Prioritäten. Wir geben unseren Arbeitern wieder etwas mehr Lohn und dafür werden wir die Steuer auf 0 setzen. Ja, ein Großteil unserer Parzellen sind jetzt schon besiedelt. Beginnen wir jetzt mit der Goldproduktion. Dafür müssen wir natürlich erstmal unseren Kleinstadtpalast errichten. Den errichten wir hier. So, und dann müssen wir natürlich hier auch den Bereich schützen. Ja, wir haben jede Menge Arbeitslose. Bauen wir jetzt mal hier jede Menge Goldminen. Ja, 7 Stück haben wir jetzt hier schon errichtet. Dafür haben wir natürlich auch jede Menge Geld ausgegeben. So, und dann kann man hier auch raus. Dann bauen wir nämlich da nochmal so eine Verbindung. Ich glaube aber, dass wir hier auch eine kleine Siedlung errichten sollten, um hier einen schnelleren Zugang von Arbeitskräften zu ermöglichen. Das machen wir mal. Ja, diese kleine Bergwerkssiedlung können wir, glaube ich, nicht wirklich weiterentwickeln. Wir haben hier wirklich keinen Zugang zu Wasser. Ja, und dann errichten wir direkt auch schon mal Tempel für unsere Gottheiten. Ja, zu viel gebaut, kein Geld mehr, aber wir kriegen noch was. Ja, damit kann man noch etwas bauen. Wenigstens unsere Tempel. Ja, die Nilflut interessiert uns jetzt hier in Unit nicht unbedingt. Ja, wir brauchen noch den Tempel der Bast. Der kann dann hier hin. Wir werden jetzt mal als nächstes unsere Nahrungsmittelproduktion starten. Für den Fischfang brauchen wir natürlich eine Werft. Die Werft werde ich hier unten bauen. So, dann machen wir jetzt hier so einen Loop. Gut. Und dann bauen wir mal hier einen Fischereihafen. Ja, und wir haben auch schon die erste Forderung. In 12 Monaten für die Stadt Mennefer. Das große Fest für Osiris. 400 Einheiten Fisch. Ja, das ist ja genau richtig. Dann bauen wir doch mal hier die Fischereihäfen.
Ja, das sieht ja soweit schon mal ganz gut aus. Feuerwachen und Architekturbüros natürlich nicht vergessen hier. Dann brauchen wir ein Warenlager. Das kann hier hin. So, und dann nehmen wir bitte den ganzen Fisch auf. Gut. Ja, wo wir jetzt hier diese kleine Siedlung haben für unsere Goldminen, können wir tatsächlich hier jetzt Sperren errichten. Hier und hier. Weil dieser ganze Bereich kann dann jetzt autark versorgt werden. Ja, das ist doch ganz gut. Unsere Werft ist schon in Betrieb. Sehr gut. Hoffen wir mal, dass wir die 400 Einheiten Fisch im Zeitrahmen produzieren können. Wir parzellieren den Rest unserer Wohngebiete jetzt noch. Hier auch. Weil wir nämlich dann jetzt hier die restlichen Goldminen auch bauen werden. Ja, seht euch an, wie viel Gold hier zu unserem Palast gebracht wird. Das ist wirklich ziemlich gut. Dann können wir jetzt die weiteren Goldminen bauen. Wie viel kriegen wir denn hier noch unter? Naja, nochmal 4. Ja, damit haben wir, glaube ich, die Grundversorgung ganz gut jetzt hier fertiggestellt. Ja, das Warenlager müssen wir auch richtig einstellen. Nicht Fleisch, sondern Fisch muss angenommen werden hier. Kommt nämlich schon unsere erste Fischladung. Ja, Bast ist erzürnt. Ups, da sollten wir aber, glaube ich, jetzt auch mal direkt ein Fest abhalten. Aber ich möchte jetzt erstmal die 400 Einheiten Fisch wegschicken. Ja, ich weiß, in 6 Monaten, bitte nicht so ungeduldig. So, der Fisch ist im Warenlager, kann direkt versendet werden und dann brauchen wir dieses Warenlager aber nicht mehr für Fisch. Für Nahrungsproduktion, wo wir einen regelmäßigen Output haben, wie zum Beispiel jetzt hier Fisch oder auch Fleisch, brauchen wir nicht unbedingt ein Warenlager. Ja, 1000 Einwohner schon in Unit. So, jetzt müssen wir mal unser Silo bauen, bevor wir den Festplatz errichten. So, unser Silo haben wir errichtet. Das Lagerhaus kann jetzt entsprechend den Fisch auch leeren bzw. zum Silo bringen. Und wir errichten jetzt mal unseren Festplatz. Den werden wir hier hinbauen. Sehr schön. Und dann werden wir mal direkt für Bast ein Fest abhalten. Ja, und ich glaube, wir könnten noch mal ein paar Schreine bauen, jetzt auch mal für Reh. Ja, Gesundheitseinrichtungen nicht vergessen. Arztpraxen hier, hier und natürlich hier. Ja, und ich werde jetzt tatsächlich nur einen Kalksteinbruch und einen Granitsteinbruch errichten. Ja, der kann dann hier hin. Oder können wir den irgendwie anders noch bauen? Nee, ich glaube nicht. Na, bauen wir ihn hier hin. So, und dann können jetzt hier die beiden Warenlager hin für die Baustoffe. Einmal Kalkstein und einmal Granit. Und ich werde damit jetzt gar nichts machen. Vielleicht erhalten wir ja Forderungen für diese Waren. Ja, und den Granit brauchen wir ja auch noch für unsere Beigaben. So, hier werde ich mal eine Verbindung bauen. Das ist gut. So. Ja, jede Menge Fisch haben wir. Und unser erstes üppiges Fest für Bast. Hoffen wir mal auf einen Segen. Ja, errichten wir jetzt mal hier die Musikpavillons. Ja, und ich denke mal, hier dieses Wohngebiet können wir jetzt schon mit Nahrungsmitteln versorgen. Bazar und entsprechend einstellen. Ja, wir sollten jetzt auch allmählich mal Handelsrouten eröffnen und Holz zu importieren, um unsere Seestreitkraft aufzubauen. Die Oase Selime kauft bei uns ja Geschirr und Kupfer und verkauft uns das Holz. Das ist doch schon mal gut, dann können wir die schon mal eröffnen. Und Wuhan
kauft bei uns auch jede Menge Kupfer, das ist gut, und verkauft uns Bier, das werden wir auch eröffnen. Das sind unsere Landhandelsrouten, sehr gut. Wir werden hier unseren Handelsposten errichten. Wir werden jetzt mal hier das mal verbinden. So, gut. Und dann werden wir auch das hier jetzt mal verbinden. Und errichten jetzt hier mal eine kleine Siedlung. Und die können wir aber auch tatsächlich mit einer Zisterne versorgen. Ja, dann können wir, glaube ich, hier auch schon mal ein Warenlager errichten für Holz. Ja, wie ich es vermutet habe, wir können eine neue Handelsroute einrichten, da wir den Fisch zur Verfügung gestellt haben. Und zwar mit Abu. Ja, da ist Abu und Abu verkauft uns jede Menge Stroh, Getreide, Flachs, Leinen, Edelsteine, Granit und Sandstein in größeren Mengen und kauft bei uns jede Menge Geschirr, größere Mengen Schilf und kleinere Mengen Papyrus und Ton. Ja, da ist jetzt Leinen, den wir importieren können. Ja, und mit Stroh können wir sogar auch Fleisch produzieren, aber das brauchen wir, glaube ich, jetzt im Moment noch nicht. Oder ist eine Seehandelsroute? Ja doch, wir eröffnen mal diese Handelsroute und dann bauen wir mal das erste Dock. Ja, ich weiß, das kann dann direkt hier hin. Dann kommt hier das Warenlager hin für unsere Ex- und Importe über den Seeweg. Die stellen wir aber jetzt erstmal auf Nicht annehmen. So, und ich wollte noch ein Warenlager für Holz errichten. Das kommt hier hin. Wir beginnen jetzt mal mit dem Export von Geschirr. Dieses Warenlager werde ich mal einstellen. Das kann jetzt das Geschirr aufnehmen. Und dann bauen wir mal 3 Tongruben und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Töpfereien. Ja, und ihr seht, dass wir jetzt mit der Handelsroute von Abu auch Leinen produzieren können, sowie Schmuck. Okay, das ist jetzt auch freigeschaltet. Ja, das ist ja super. Ich glaube, hier kann noch ein Fischereihafen hin. Ja, sehr gut. So, dann können wir Geschirr aber auch schon auf Export stellen. Ja, ich finde, das läuft doch bis jetzt wirklich sehr gut. Eine Armee der Kuschiter wird uns in 9 Monaten erreichen, da die Nation von einem großen Reich träumt. Eieiei, jetzt müssen wir aber handeln hier. So, ich habe jetzt hier eine kleine Siedlung errichtet auf dem Landteil, wo die Straße ist, wo unsere Siedler relativ schnell einwandern können. So, einen Garten hier noch und dann direkt mal 2 Kriegshäfen hier errichten und Holz importieren. Direkt mal 400 Einheiten. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt tatsächlich in der Zeit schaffen. Wollen wir mal das Beste hoffen. Ich werde jetzt die Handelsroute nach Byblos eröffnen, weil wir über Byblos Holz auf eine Seeroute beziehen können. Und ich habe ja jetzt schon einen Dock gebaut. Holz ist auch schon eingestellt, weil hier noch keine Siedlung errichtet worden ist und diese Fährhäfen eben keine Mitarbeiter haben. Und daher können unsere Händler auch nicht hier in unsere Stadt gelangen. Gucken, ob wir das tatsächlich so schaffen. Ich liebe die Kunst des Handelns. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Waren zu handeln. Da ist unser Handelspartner aus Byblos, sehr gut, der uns jetzt das Holz verkauft. Ja, Holz wird gerade zur Werft gebracht. Ich hoffe, es reicht noch von der Zeit. Ja, den Import von Holz können wir jetzt mal ein bisschen reduzieren. Da haben wir jetzt 600 Einheiten.
Das brauchen wir jetzt nicht so viel. Ihr seht ja, wie schnell das Geld hier verloren geht durch den Import von Holz. Ja, unser erstes Kriegsschiff ist hier fertiggestellt. Gerade richtig auf den letzten Drücker und das zweite wird jetzt auch schon gebaut. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt hier mit der Verteidigung unserer Stadt. Wir warten jetzt mal den Angriff ab. Unser zweites Kriegsschiff ist auch gerade fertiggestellt worden. Und dann werden wir hier diesen Bereich besiedeln und mit dem Export von Kupfer beginnen. Ja, eine Seuche. Und eine Stadt fordert Waren. 200 Einheiten Fleisch nun. Okay. Ja, wir haben natürlich hier vergessen, die Arztpraxis zu errichten. Das ist dumm. Dann machen wir das hier direkt auch. So, und dann müssen wir jetzt Fleisch produzieren. Das werden wir hier machen, weil wir hier den Handelshafen haben. Wir müssen ja Stroh importieren. Erstmal warten, bis diese Seuche hier vorbei ist. Unsere Gottheiten sind erzürnt. Okay, das ist wirklich nicht so schön. Bauen wir nochmal schnell Tempel für unsere Gottheiten. Einmal hier für Re. Und dann nochmal für Seth. Er kann hier hin. Ja, gut. Dann werden wir jetzt dieses Warenlager hier einstellen für Stroh. So zur Hälfte. Und dann kann es hier Fleisch auch zur Hälfte annehmen. Stroh importieren wir dann jetzt. Mal so 600 Einheiten. Machen wir mal 800. Ja, und in einem Monat werden die Kuschiter uns angreifen. Allerdings haben wir ja jetzt 2 Kriegsschiffe. Bauen wir jetzt hier erstmal unsere Rinderfarmen. Ich denke mal 4 Stück müssten aber reichen hier. Ja, wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Allerdings reichen die Nahrungsmittel jetzt noch nicht aus, um das zweite Stadtgebiet zu ernähren. Da müssen wir gleich nochmal mehr Fischereihäfen bauen. Aber jetzt müssen wir erstmal den Kampf bestreiten. Die fremde Armee dringt in unsere Provinz ein. Wir schauen mal wo. Oh, hier oben. Okay, Geschwindigkeit runter. So, und dann werden wir mal hier anweisen. Alle Feinde suchen und vernichten. So, was kommt da jetzt? Wir haben hier ein Kriegsschiff der Kuschiter. Das sollte aber wirklich kein Problem sein. So, dann greift mal bitte an hier. Ja, die Seegefechte sind immer etwas seltsam. Unsere Schiffe fahren irgendwo hin und bekämpfen nicht den Feind. Das ist echt seltsam hier. Ich werde jetzt mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Wo schwimmen die denn hin? Okay. Oh. Ja, das war's. Wunderbar. Im Übrigen, wenn ihr den Status eurer Kriegsflotte sehen möchtet, müsst ihr hier auf dieses Symbol klicken. Das hat ziemlich lange gedauert, bis ich das kapiert habe. Und dann habt ihr hier den entsprechenden Status eurer Kriegsschiffe. Und ihr könnt ja sie direkt zum Hafen schicken. Allerdings können die Schiffe ja beschädigt sein, deswegen klicke ich die mal einzeln an und schicke sie dann direkt zur Werft. Hier kann man das sehen, wenn das unterlegt ist, immer direkt zur Reparatur schicken. Ja, das war ja kein großes Problem gewesen für uns. Ja, wir schauen mal, wo das nächste Mal der Angriff startet. Wenn der jedes Mal hier in diesem Bereich erfolgt, werden wir hier noch ein paar Sicherungsmaßnahmen durchführen müssen. Wir bauen aber erstmal jetzt hier noch einen Kriegshafen. Und dann werden wir jetzt mal mit der Besiedlung dieses Landteils hier beginnen. So, unsere kleine Siedlung hier auf diesem östlichen Landteil haben wir jetzt entsprechend konzipiert. Ich habe sie mal ein bisschen größer errichtet und werden jetzt mal hier alle Bereiche parzellieren, die zur Wohnbebauung möglich sind. Und dann werden wir mal direkt auch schon einen Tempel für Bast errichten.
weil Bast ist nämlich ärgerlich, logisch, mit nur einem Tempel als Schutzgott wäre ich das, glaube ich, auch. Die Forderung nach Fleisch kann erfüllt werden. Sehr schön. Schicken wir direkt weg. Und dann kann dieses Warenlager auch Fleisch entsprechend nicht mehr annehmen. Dafür aber dann unser Silo. Ja, ich hoffe mal mit den Rinderfarmen unsere Nahrungsproduktion ein bisschen zu verbessern. Wir werden nämlich jetzt hier den Bazar schon mal für das zweite Stadtgebiet errichten. So, und ihr könnt Fisch und Fleisch kaufen. Gut, die Geschwindigkeit habe ich ja für den Bau etwas runtergesetzt. Da können wir wieder auf 70% gehen. Ja, und wir lassen jetzt erstmal hier dieses Wohngebiet besiedeln und werden dann mit der Kupferproduktion beginnen. Ja, und mittlerweile haben wir 2000 Einwohner in unserer Stadt. Ja, errichten wir jetzt mal meinen persönlichen Wohnsitz. Den möchte ich gerne hierhin haben. Ja, das passt ganz gut. Und dann gönnen wir jetzt mal unseren Bürgern auch mal ein bisschen Unterhaltung, indem wir eine Jonglierschule errichten. Ja, die kann jetzt hier hin. Ja, jede Menge neue Bürger, die in unsere Stadt einwandern, errichten wir noch einen Kriegshafen. Der kann tatsächlich noch hier hin. Ja, und in 9 Monaten wird eine Armee der Kuschiter uns angreifen. Ja, die Königreichswertung steigt, da wir das Fleisch zur Verfügung gestellt haben. Sehr gut, hier ist eine Tongrube überflutet worden. Das werden wir sofort beheben. Ja, und ihr seht, die Nahrungsversorgung ist nicht ganz so optimal. Dieses Wohngebiet ist wirklich noch nicht ganz so richtig versorgt. Ich baue hier schon den zweiten Bazar. So, dann sollte hier die Nahrungsmittelversorgung vielleicht etwas besser laufen. Wir müssen, glaube ich, doch noch ein paar Keianlagen bauen. Ja, eine Krankheit bricht aus. Wo? Ja, ihr seht das, Wohngebiet ist nicht richtig versorgt und dann werden hier auch Krankheiten entsprechend ausbrechen. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir noch einen Fischereihafen hier hin und wieder können wir eine Handelsroute einrichten und zwar nach Mennefer. Ja, und Mennefer verkauft uns Kichererbsen, Geschirr und Papyrus in größeren Mengen, kauft bei uns Ziegel, Gerste, Bier und Schmuck in größeren Mengen. Ja, damit haben wir jetzt auch die Möglichkeit, Papyrus zu importieren. Das heißt, wir können auch Schreibschulen aufbauen. Aber ich wollte hier jetzt eigentlich noch einen Dock errichten mit der zweiten Handelsroute, die wir jetzt über Seeweg haben. Ja, beginnen wir doch jetzt hier mit der Kupferproduktion. Wie viele Kupferminen können wir denn hier bauen? 3 Stück. Okay, das ist jetzt nicht sehr viel, aber das macht nichts. So, und dann können wir da direkt das Warenlager bauen für Kupfer. Und natürlich die entsprechende Sicherung. Ja, und dann können wir Kupfer auch direkt exportieren. Da kann alles raus. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ja, und das gefällt mir nicht, dass eine Jonglierschule direkt neben meinem Wohnhaus ist. Die reiße ich jetzt mal ab und dann kann die hier errichtet werden. Das finde ich besser. Ja, und ich denke mir mal, ein Konservatorium werden wir jetzt auch schon errichten. Das möchte ich hier im Zentrum haben. Ja, und in einem Monat werden die Kuschiter uns wieder angreifen. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Mit der Meldung, dass in einem Monat der Feind da ist, werde ich unsere Seekriegsflotte jetzt mal hier auf dem Nil schon mal positionieren. So, dem einen Monat können jetzt hier unsere Kriegsschiffe durchaus auf dem Nil platzieren, ohne dass die Moral sinkt. Und dann will ich mal schauen, ob der Feind von der gleichen Stelle angreift. Ja, es ist soweit, das hat gut gepasst. Die Feinde greifen an. Schauen wir mal, wo sie angreifen.
Ja, wieder hier an der gleichen Stelle sofort die Geschwindigkeit ganz runtersetzen, so auf 20, damit man schauen kann, wie viele und vor allem welche Art von Booten uns angreifen. Denn auch bei den Feinden gibt es Transportschiffe und Kriegsschiffe. Man kann sie gut erkennen hier an dem Bug. Das sind die Kriegsschiffe und das hier mit den etwas dunkleren Segeln sind die Transportschiffe. Die müssen als erstes ausgeschaltet werden, damit die feindlichen Truppen uns nicht erreichen können bzw. nicht an Land gehen können. So, und die anderen hier, die können jetzt die anderen Kriegsschiffe des Feindes ausschalten. So, das ist hier ein Transportschiff. Das kann man eigentlich jetzt ganz gut erkennen. Und die kann man eigentlich auch ganz gut zerstören, beziehungsweise sind leicht zu zerstören. So, jetzt komm, jetzt greift die mal hier an. Ich weiß gar nicht, warum die den nicht angreift. Ja, also und wir haben noch 2 Kriegsschiffe des Feindes, die wir zu bekämpfen haben. Aber ich denke mir mal, das schaffen wir jetzt ganz gut. Wenn wir jetzt hier endlich mal dieses Transportschiff ausschalten können. Aha, jetzt wird hier gerade gekämpft. Ja, sehr gut. Ja, das Transportschiff ist beseitigt. Damit ist die Gefahr einer Invasion von unseren Feinden zu Land gebannt. Jetzt können wir auch die Geschwindigkeit mal ein bisschen wieder nach oben schrauben. Wie gesagt, bei den Seegefechten kann man eigentlich nicht so gut steuern. Ja, das ist so typisch für die Seestreitkraft. Es sieht so ein bisschen Disco-mäßig aus. Ich denke mal, weil wir es geschafft haben. So, ich schicke euch jetzt mal hier. Jetzt ist das eine Kriegsschiff des Feindes auch zerstört. Gut, dann könnt ihr jetzt hier zurück. Wie gesagt, alle einzeln anklicken. Das muss überhaupt nicht repariert werden. Das kann sofort zum Heimathafen. Und das auch. Sehr gut. Ja, das ist also zu beachten, wenn wir hier Seegefechte ausführen müssen. Und wir haben ja jetzt hier immer den Angriff der Kushiter. Das heißt, wir werden in diesem Bereich hier auch noch schützen müssen. Und da gibt es einen kleinen Trick. Und zwar Türme. Dafür baue ich ein kleines Stück Mauer. Und zwar so ein Karree. Und dann kann man darauf den Turm setzen. Der braucht natürlich eine Verbindung. Damit er Arbeitskräfte hat. Er braucht allerdings auch einen Drillplatz. Sonst haben wir hier oben keine Wachsoldaten. Den Drillplatz errichten wir ziemlich weit weg. Hier in unsere kleine Siedlung. Ich denke mir mal, ja, wir können ihn hier hinbauen. So, und dann werden jetzt die Türme bemannt und die können dann halt hier auch die Kriegsschiffe bekämpfen. Wir bauen nochmal einen Turm auf der gegenüberliegenden Seite. Hier. Wir haben zwar jetzt hier den Platz für einen Fischereihafen verschwendet, aber ich denke mir mal, eine Verteidigung mit Turm ist hier jetzt definitiv wichtiger. Ja, Geldsorgen haben wir nicht und neue Bürger wandern in unsere Stadt ein. Zeit für unseren Tempelkomplex für Bast. Ja, und ihr seht, hier können wir ihn wunderbar hinein platzieren. So, wir werden jetzt mal für Geschirr ein Limit einsetzen. 500 Einheiten. Mit Kupfer verdienen wir eigentlich auch jede Menge Geld. Und dann können wir mal die Entwicklung weiter starten, indem wir hier dieses Stadtgebiet verschönern. Ja gut, dass wir jetzt für Geschirr ein Limit gesetzt haben. 1500 Einheiten fordert die Stadtoase Selime. Gut, ja, dann werden wir das mal direkt hamstern. Ja, unsere Türme hier sind jetzt bemannt, das sehen wir jetzt. Und wir werden dann auch später noch hier einen errichten und dann sind wir, glaube ich, ganz gut hier geschützt.
Ja, errichten wir die letzten 2 Kriegshäfen. Wir können ja wie bei den Forts maximal 6 Kriegshäfen errichten. Dann bauen wir hier die letzten 2 hin. Ja, wir verdienen so viel Geld, dass wir unseren Tempelkomplex direkt vervollständigen, den Altar der Isis und das Orakel der Hathor. So, wieder errichten wir jetzt schon mal unsere Gerichte, um die Attraktivität zu verbessern, und verschönern auch schon das zweite Stadtgebiet. Ja, ihr bekommt euer Geschirr. Die Forderung kann erfüllt werden, just in time. Bitteschön, das Geschirr kann wieder genutzt werden. Wir exportieren über 500. Gut, sobald wir jetzt genug Geschirr im Warenlager haben, werden wir mal unsere Stadtgebiete weiterentwickeln. Wir werden jetzt mal hier ein bisschen die Nahrungsmittelversorgung etwas verbessern. So, wir errichten hier ein Silo und dann können wir hier jetzt auch nochmal ein paar Fischereihäfen bauen. Nämlich 3 Stück. Ja, und schon wieder wird die Armee der Kuchita uns in 9 Monaten angreifen. Allerdings sind wir, glaube ich, jetzt gut gerüstet. Ja, und ihr seht, hier sind immer noch keine Nahrungsmittel angekommen. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt auch bald mal verbessert. Ja, wir haben jetzt genug Geschirr im Warenlager. Wir können jetzt hier den Bazar entsprechend auffordern, Geschirr zu kaufen. Ja, und hier werde ich jetzt auch den zweiten Bazar schon mal errichten. Der sich jetzt erstmal nur um Nahrungsmittel kümmert. Ja, und ich glaube, wir können hier tatsächlich auch noch einen Turm errichten. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Naja, perfekt. Ja, und wir haben die 3000 Einwohner-Marke geknackt. Ja, und wir sehen, dass jetzt schon Fisch im zweiten Silo eingelagert ist. Das heißt, wir können jetzt hier auch den Bazar errichten. So, und dieser kauft jetzt erstmal nur Fisch. Hier braucht kein Fleisch eingelagert zu werden. Ja, Bast ist jetzt endlich erfreut mit seinem Tempelkomplex. Das ist sehr schön. Feiern wir mal ein Fest für Re. Ja, für die weitere Entwicklung brauchen wir jetzt Bier. Wir können Bier importieren. Das werde ich jetzt schon mal einlagern. Ich denke mir mal so 800 Einheiten wären nicht schlecht. Dann kann dieses Warenlager Bier annehmen. Zur Hälfte. Und dieses Warenlager wird Bier fordern. Auch so zur Hälfte. Ja, in einem Monat ist es soweit. Wir praktizieren das jetzt, wie wir es eben gemacht haben. Wir positionieren unsere Kriegsflotte schon hier. Ich gehe davon aus, dass der Feind wieder von der gleichen Stelle angreift. Es ist soweit. Die Kuchita greifen an. Okay, gleiche Stelle. Geschwindigkeit sofort runtersetzen. Und wieder gucken, ob wir Transportschiffe haben, die wir direkt angreifen müssen. Ja, hier die beiden, das sind wieder Transportschiffe. Sofort angreifen. Oh ja, wir haben 4 Kriegsschiffe. Da werden wir mal direkt hier den Feind in die Flucht schlagen. Ja, und ihr seht, wie die Türme jetzt auch die feindlichen
Kriegsschiffe angreifen. Das ist sehr gut. Oh, das erste Transportschiff ist schon beseitigt. Das andere verharrt hier. Ja, mit der Unterstützung der Türme sollte das eigentlich kein Problem mehr für uns sein. Ja, das andere Transportschiff ist auch schon ausgeschaltet. Sehr gut. So, ihr könnt hier den Rest der Armee ausschalten. Ja, wieder ein großes Durcheinander mit kleinen und größeren Qualmwolken. Wieder ein Schiff ausgeschaltet. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir wieder Disco-Time. Aber solange es noch Rauchwölkchen gibt, ist der Kampf noch nicht vorbei. Ja, das große Geflacker ist vorbei. Sehr gut. Wir schicken unsere Schiffe wieder entweder zum Heimathafen oder zur Werft. Ja, die Geschwindigkeit können wir jetzt mal wieder nach oben schrauben. Ja, wieder erfolgreich den Kampf gemeistert. Ja, Bier haben wir jetzt auch schon im Warenlager. Ich baue hier doch noch eine Rinderfarm hin. Die passt ja hier wunderbar rein. Und dann werden wir jetzt mal mit dem Bau unserer Masterbar beginnen. Unsere Masterbar werden wir hier am Eingang unserer Stadt errichten. Da haben wir noch Platz. So, ja, das ist nicht schlecht. Dann bauen wir das so hier rum. Dann brauchen wir das Arbeitslager. Das kann hier hin. Und wir brauchen eine Maurergilde. Die kann dann jetzt so hier hin. Ja, und jetzt müssen wir natürlich auch Ziegel produzieren, weil wir können sie nicht importieren. So, dafür brauchen wir ein Warenlager für. Das werden wir hier hinbauen. Und zwar werde ich 2 Warenlager bauen. Einmal muss dieses Warenlager Stroh fordern. Mal so ein Viertel. Aber wir brauchen das Stroh ja auch für die Rinderfarmen. So, und dieses Warenlager wird die Ziegel aufnehmen. So, und dieses Warenlager mit dem Stroh kann auch Ton annehmen. Ja, wo errichten wir denn jetzt unsere Ziegeleien? Ich würde mal sagen, hier passen doch 3 Stück hin. Ja, wir brauchen allerdings auch noch Tongruben dafür. Oh, die bauen wir hier hin. 2 Stück, das müsste eigentlich reichen. Ach, bauen wir direkt 3. Ich glaube, die Ziegeleien brauchen tatsächlich mehr Ton. Ja, natürlich müssen wir jetzt ein bisschen mehr Stroh importieren. Ja, das wird sich gleich ändern. Aber wir brauchen ja jetzt das Stroh für Rinderfarmen und für Ziegeleien. Da importieren wir erstmal 1200 Einheiten. Das sollte eigentlich reichen. Ja, und wir verdienen so gut Geld, dass ich ganz vergessen habe, unsere Steuereintreiberbüros zu errichten. Das holen wir aber jetzt mal nach. Und dann können wir die Steuern auch erheben. Aber nur auf 7%. Ja, und ihr seht, wie lange es braucht, bis wirklich das gesamte Wohngebiet mit Nahrungsmitteln versorgt wird. Ich hoffe mal, das wird sich jetzt bald mal bessern. Ja, der Baugrund unserer Masterbar ist schon fertiggestellt und unsere Maurer warten jetzt auf die erste Ladung Ziegel. Ja, die Siedlung hier bei den Kupferminen habe ich noch ein bisschen ausgebaut. Unsere Bürger hatten nicht alle Zugang zu Tempelanlagen, deswegen habe ich jetzt hier nochmal 2 Tempel errichtet. Ja, und ihr seht, was für eine schlechte Auswirkung die Ziegeleien auf die Attraktivität hat. Hier, diese Wohngebäude entwickeln sich nicht weiter. Ich denke mir mal, wir werden die Ziegeleien vielleicht doch woanders errichten. Aber wir lassen jetzt erstmal produzieren und wir sehen, die erste Ladung Ziegel wird zu unserer Masterbar gebracht. Ja, und wir sehen jetzt, dass diese Wohngebäude hier im zweiten großen Stadtgebiet jetzt auch Nahrung bekommen hat. Das heißt, wir können jetzt hier diesen Bazar auch mal anweisen, Geschirr zu kaufen. Ja, dann errichten wir auch mal eine Tanzschule.
Die Tanzschule kann jetzt hier errichtet werden. Ja, hier passt das eigentlich ganz gut. Ja, und wir errichten hier jetzt auch nochmal Tempel. Die passen hier sehr gut noch hin. Ja, und der nächste Angriff, der Kushita, wird in einem Jahr erfolgen. Ja, starten wir doch jetzt einen lukrativen Leinenhandel. Dafür bauen wir jetzt hier das Warenlager für Flachs und Leinen. So, dann importieren wir mal 800 Einheiten Flachs und das Leinen verkaufen wir komplett. Und dann würde ich sagen, bauen wir mal 4 Webereien. Dann können wir jetzt diesen Bazar hier im ersten Stadtgebiet anweisen, Bier zu kaufen. So, ich habe nochmal 2 Ziegeleien hier gebaut. Ich werde jetzt hier die abreißen, auch wenn sie mitten in der Produktion ist. Und dann errichten wir hier nochmal 2 Statuen. So, und damit entwickeln sich hier unsere Wohngebäude auch wesentlich besser. Ja, hier müssen wir eigentlich auch noch ein bisschen was für Unterhaltungseinrichtungen machen. Und wie schon im Intro erwähnt, können wir jetzt hier das Senate House auch errichten, was recht teuer ist mit 1800 Deben. Aber das Senate House brauchen wir nur für die Entwicklung unserer Villen. Hier brauchen wir das Senate House jetzt nicht, aber eine Jonglierschule möchte ich gerne hier noch errichten. Ja, so schnell hat sich unser Wohngebiet verändert. Wir brauchen hier jetzt keine Schreibschulen zu errichten, wenn das große Stadtgebiet auch noch entwickelt ist. Zu den geräumigen Wohnhäusern haben wir mehr als 4000 Einwohner. Ja, in einem Monat ist es soweit. Ja, das ist der Startschuss, unsere Kriegsflotte wieder zu platzieren. Ja, und dann warten wir wieder auf den Feind. Es ist soweit. Wieder an gleicher Stelle. Die Geschwindigkeit wieder relativ schnell runtersetzen. Und gucken, wo unsere Transportschiffe der Feinde sind. 2 Stück. Die sollten wir jetzt ausschalten. Ja, und ihr könnt das jetzt gut nochmal hier an den Segeln sehen. Den Unterschied zwischen Transportschiffe und Kriegsschiffe. Diesmal ist es aber eine größere Flotte. 2 Transportschiffe, wobei wir einen schon ausgeschaltet haben. Und 5 Kriegsschiffe. Wow. Okay, die Transportschiffe haben wir schon relativ schnell ausgeschaltet. Sehr gut. Dann kümmert ihr euch jetzt mal um die anderen Kriegsschiffe. Hey, du solltest eigentlich auch kämpfen. Okay. Das ist wohl die Nachhut. Ja, und ist es wieder Disco-Time. Wir müssen jetzt wirklich warten, bis hier der Kampf abgeschlossen ist. Ich werde jetzt mal die Geschwindigkeit nochmal etwas erhöhen. Ja, ihr hört, die Musik hat sich wieder beruhigt. Und Menschen wandern in die Stadt ein. Das ist immer ein Zeichen, dass wir den Kampf geschafft haben. Sehr gut. So, dann könnt ihr alle zur Reparatur. Mittlerweile haben wir die 4000 Einwohner schon erreicht. Wir müssten dieses Wohngebiet gar nicht weiterentwickeln. Das möchte ich aber. Deswegen werde ich jetzt die Stadt noch ein bisschen umbauen. Erstmal werden wir jetzt hier diesen Bazar anweisen, Bier zu kaufen. Ja, und dann ändere ich noch ein bisschen was um. Ja, ich habe Unit noch ein bisschen verändert und weiter aufgehübscht. Beide Wohngebiete haben sich jetzt zu dem geräumigen Wohnhaus entwickelt. Das ist auch unser Endausbau. Wie gesagt, ich habe einige Wohngebiete abgerissen und durch Gärten ersetzt, damit wir nicht zu viele neue Bürger in unserer Stadt haben. Wir haben ja das Bevölkerungsziel schon bei Weitem erreicht. Die kleineren Siedlungen habe ich auch alle mit einem Bazar versehen und hier die größere Siedlung auf dem östlichen Teil sieht auch sehr gut aus. Hier werden wir aber die Entwicklung nicht weiter vorantreiben. Ja, und unsere Masterbar sieht auch schon recht gut aus. Der Bau schreitet voran. Was ich jetzt noch machen werde, ich werde hier noch eine Stadtmauer bauen, um den Eingang zu sichern. Das ist zwar vielleicht nicht unbedingt nötig, weil wir werden ja doch nur vom Nil her angegriffen.
Aber ich finde, das gehört einfach auch zu einer Stadt. So, dann kommen da noch 2 Türme drauf. Ja, dann sieht das auch ganz gut aus. Ja, und wir haben eine Forderung vom Pharao. Und zwar 15 Blöcke Kalkstein. Naja, da wir ja Kalkstein horten, haben wir den auch zu Genüge im Lagerhaus. Das können wir direkt verschicken. Ja, die Wertung haben wir alle erreicht, mit Ausnahme der Monumentwertung. Die Grabbeigaben in Form von Granit habe ich auch schon ausgeliefert. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch unsere Masterbar fertigstellen. Wir gucken mal, wie weit wir sind. 41% sind fertiggestellt. Wir brauchen insgesamt jetzt noch 20 Ladungen. Das sind 8000 Ziegel. Unsere Masterbar ist bald fertiggestellt. Wir brauchen jetzt nur noch 4 Ladungen, 1600 Ziegel. Ja, und ihr seht, ich habe das Umfeld unserer Masterbar kräftig aufgehübscht und richtig repräsentativ gemacht, damit jeder, der unsere Stadt betritt, auch sieht, wie schön diese Stadt ist. Ja, wir haben noch Zeit, Unit uns kurz nochmal anzuschauen. Hier unser Hauptstadtgebiet mit den 2 Wohngebieten und in der Mitte unseren Tempelkomplex mit dem Stadtpalast. Ja, hier die Produktionsstandorte von Geschirr und Leinen sowie die Fleischproduktion auf der anderen Landseite. Ja, und hier, wo wir unsere Kupferminen haben, haben wir auch nochmal eine größere Siedlung, wo wir auch unsere Ziegel produzieren. Ja, und mit dem Errichten der letzten Ziegellagen beenden wir nun diese Kampagne. Zwischendurch kriegen wir noch schnell einen Segen von Re, der unsere Königreich-Wertung steigert. Ja, aber die Wertung haben wir ja alle zu Genüge erreicht. Ja, die Masterbar ist fertiggestellt. Und damit haben wir die Kampagne geschafft und werden uns jetzt 9 Aufgaben widmen. Ja, wir haben die Anforderungen des Pharaos alle erfüllt und wir schauen, wie es weitergeht. Außerordentlich. Trotz widriger Bedingungen und ständiger Angriffe durch die wilden Kuschiter haben sie eine schöne Stadt errichtet und die ägyptische Südgrenze befestigt. Die nächste Kampagne im Alten Reich ist Rostia, der Bau der legendären Cheops-Pyramide. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.